Ahoi, schön, dass du da bist. Heute teste ich für dich, welche Stifte in Malbüchern gut funktionieren und gebe dir Tipps zum Arbeiten mit Buntstiften. Als erstes lege ich eine Seite unter die Seite, unter der ich arbeite, einfach um zu verhindern, dass die Stifte durchdrücken. Denn als erstes zeige ich dir hier die Alkoholmarker, und Alkoholmarker sind dafür bekannt, dass sie durch das Papier durchbluten können. Warum ich trotzdem sehr, sehr gerne mit Alkoholmarkern arbeite, ist einfach, dass man sehr schnell mit ihnen eine gleichmäßige Fläche erschaffen kann, die streifenfrei ist und auch Raum bietet, um darauf weiterzuarbeiten mit anderen Stiften. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir natürlich im Laufe dieses Videos. Jetzt siehst du auf jeden Fall, dass man hier in wenigen Sekunden eine streifenfreie Fläche erschaffen kann. Und wie schon gesagt, die Alkoholmarker bluten durch. Hier natürlich einmal auf unser Extrablatt. Deswegen liegt es da. Als nächstes teste ich die Aquamarker. Aquamarker sind wasserbasiert. Deswegen musst du mal aufpassen, dass du nicht zu viel auf einer Stelle hin und her rubbelst, denn dadurch kannst du das Papier beschädigen und dir schlimmstenfalls sogar ein Loch in dein Blatt reinarbeiten, was natürlich nicht so schön ist. Da musst du auf jeden Fall aufpassen, dass dir das nicht passiert. Natürlich dürfen auch Buntstifte nicht fehlen, die teste ich hier einmal für dich. Die funktionieren sehr gut auf dem Papier. Fass etwas weiter hinten an für weniger Druck. Dadurch kannst du eine helle Fläche erzeugen, was dir die Möglichkeit gibt, da jederzeit nochmal drüber zu arbeiten, falls du Farben mischen möchtest oder einen Schatten erzeugen möchtest und dunkler werden möchtest. Wenn du dunkler werden möchtest, fass den Stift einfach etwas weiter vorne an, erhöhe dadurch den Druck und so kannst du ganz leicht einen Schatten erzeugen oder etwas mehr Pigment aufs Papier abgeben. Um jetzt diese ganzen kleinen weißen Punkte wegzubekommen, wo jetzt noch kein Pigment gelandet ist von dem Buntstift, zeige ich dir hier einen kleinen Trick. Und zwar nehmen wir dafür einmal den farblosen Blender von den Alkoholmarkern, gehen einmal über das Papier und du siehst, dass sich dadurch die Pigmente in die weißen Stellen schubsen lassen und wir haben eine ganz gleichmäßige Fläche erzeugt. Im Anschluss einmal die Spitze von dem Marker sauber machen. Der hat natürlich Pigment aufgenommen von unserem Buntstift. Und wenn wir jetzt diesen Trick nochmal anwenden wollen auf einer anderen Farbe, wäre es schade, wenn wir dann dieses Rot damit reinarbeiten. Also achte darauf, dass du den nach Benutzung auf jeden Fall säuberst. Der Vorteil bei dieser Technik ist, dass es dir immer noch möglich ist, hinterher nochmal mit einem anderen Stift drüber zu gehen und weiter zu arbeiten. Als nächstes zeige ich dir einmal verschiedene Bleistiftstärken und warum es sinnvoll ist, auch da verschiedene Stärken zu nutzen. Das B hinten dran steht immer dafür, dass es ein weicher Bleistift ist und die Zahl zeigt an, wie weich der Bleistift ist. Du siehst hier den 2B, damit bekomme ich schon etwas Graphit aufs Papier. Als nächstes kommen wir zu dem 4B Bleistift, da bekomme ich mit demselben Druck, also siehst auch hier fasse ich wieder etwas weiter hinten an, um nicht zu viel Druck aufs Papier zu geben. Der ist dunkler, ja, dadurch, dass er weicher ist, bekomme ich in derselben Bewegung mehr Graphit aufs Papier. Und jetzt kommen wir noch zu dem 7B und du ahnst es wahrscheinlich schon, hier bekomme ich noch schneller eine noch dunklere Fläche hin, dadurch, dass einfach mit denselben Bewegungen mehr Graphit aufs Papier abgegeben wird, da der Bleistift weicher ist. Wenn ich jetzt den Druck erhöhe, siehst du schon, dann kann ich auch einen Schatten erzeugen, eine dunklere Fläche und so ganz leicht mein Bild schattieren. Fineliner funktionieren natürlich auch immer in einem Malbuch, um Akzente zu setzen. Für große Flächen eher nicht, dafür ist die Mine zu fein. Sie funktionieren, wie du hier siehst, allerdings auch sehr gut auf Alkoholmarkern. Schauen wir uns als nächstes einmal Filzstifte an. Da habe ich zwei verschiedene für dich. Allerdings sind die auch beide wasserbasiert, das heißt, du musst aufpassen, dass du dir kein Loch in dein Papier reinarbeitest, und Filzstifte drücken auch immer stark auf die darunter liegende Seite durch. Mit was du als nächstes vielleicht nicht gerechnet hast, sind Kugelschreiber. Die funktionieren auch in Malbüchern und es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Ich habe hier mal einen lilanen genommen. Die kannst du auch benutzen, um Akzente zu setzen. Das funktioniert sehr gut. Und natürlich funktionieren die auch gut auf Alkoholmarkern.
Als nächstes siehst du Gelstifte. Damit lassen sich auch coole Akzente setzen, da die sehr deckend sind. Und wie immer einmal der Test auf den Alkoholmarkern und du siehst schon, auch das ist hier möglich. Die Gelstifte gibt es auch in einer Glitzer-Variante, das demonstriere ich dir hier einmal in Pink und einmal in Blau. Die benutze ich hin und wieder mal, um Akzente in Augen zu setzen, dann schimmern die. Ich zeige es dir auch gleich noch einmal genau in der Kamera, dann siehst du hier wirklich schön den Glitzereffekt. Da ist er auch schon. Und natürlich auch direkt der Test auf dem Alkoholmarker. Und wer hätte es gedacht, die funktionieren natürlich auch auf unserem Alkoholmarker. Kommen wir zu weißen Gelstiften. Die kann ich jetzt natürlich nicht in einer weißen Kugel testen. Hier einmal der weiße Gelstift für Highlights in Augen oder für Schimmer. Überall wo Lichtreflexion ist, sind die sehr gut einsetzbar und die funktionieren auf Aquamarkern, auf Alkoholmarkern. Die sind sehr deckend, da kannst du fast überall rüber gehen. Hier einmal auch über den Buntstift und natürlich auch über die Filzstifte. Der nächste ist ein Acrylmarker, sehr deckend, auch für Highlights gut geeignet. Der ist auf Wasserbasis, da musst du wiederum aufpassen, dass du nicht zu viel auf deinem Papier arbeitest, sonst hast du auch wieder da ein Loch drin, was dann nicht so schön ist. Mit was du bestimmt nicht gerechnet hast, ist, dass du auch ein Nail Art Tool für deine Malseiten benutzen kannst. Und zwar kannst du damit Eindrücke erschaffen und hinterher wieder sichtbar machen. Dafür nehmen wir hier mal einen Buntstift und schraffieren da ein bisschen rüber und du siehst schon sehr schnell, dass hier das Herz wieder sichtbar wird. Dadurch, dass es eingedrückt ist, kommt dann nämlich kein Pigment hin und ist wiederum sichtbar. Damit kannst du coole Effekte erschaffen und hinterher einfach wieder drüber schraffieren. Wenn du eine scharfe Kante haben möchtest, empfehle ich dir Washi Tape zu benutzen. Ich klebe mir das hier einmal auf, schraffiere dann mit dem Buntstift dran lang und du siehst schon, dass wir damit eine sehr scharfe, glatte Kante erzeugen können. Damit du das Tape hinterher rückstandsfrei wieder abbekommst und nicht dein Papier zerfetzt, löse es langsam und diagonal ab, nicht schnell abreißen, damit zerstörst du dir sonst dein Papier. Mach es so, wie du es hier siehst. Als nächstes zeige ich dir, wie du deine Radiergummifussel entfernen kannst, ohne mit der Hand übers Blatt wischen zu müssen, denn dadurch würdest du sonst deine Zeichnung verschmieren. Wir schaffen uns erstmal eine Fläche, die wir wegradieren können. Hier radiere ich dir einmal was weg, jetzt siehst du hier schon die Fussel rumliegen. Und als nächstes benutze ich nicht meine Hand, sondern einen flauschigen Make-up-Pinsel und damit wische ich einmal die Radiergummifussel vom Blatt. Dadurch verschmiert nicht unsere Zeichnung und wir können ganz normal weiterarbeiten. Und auch hier nochmal der Test, Buntstifte funktionieren auf Alkoholmarkern. Wenn du mit Buntstiften arbeitest, empfehle ich dir, kreisende Bewegungen zu machen. Dadurch entstehen dir keine Lücken zwischen den einzelnen Strichen, die du machst, sondern eine gleiche ebenmäßige Fläche. Je mehr Schichten du aufträgst, desto weniger weiß vom Papier wird auf jeden Fall durchscheinen. Und zum Abschluss werfen wir natürlich auch nochmal einen Blick auf unsere Seite, was alles durchgedrückt ist, wie zu erwarten, Alkoholmarker und Filzstifte. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.